Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Heute machen wir ein ganz wunderbares Bauernsauerteigbrot. Es sieht nicht nur absolut fantastisch aus, sondern ist herrlich rustikal mit kräftiger Kruste, lockerer Krume und einem wunderbaren Aroma. Ich hatte es ja bereits angekündigt, nach dem Brotgewürz und dem Sauerteigansatz gibt es nun das Sauerteigbrot dazu. Dafür brauchen wir weder viele Zutaten noch eine komplizierte Herstellung, denn so entsteht ein aromatisches Brot mit einem unverwechselbaren Geschmack. Durch eine lange Teigreife entwickeln sich besonders viele Aromen, die dieses Brot wirklich zu etwas ganz Besonderes machen. Herrlich. Und das ist genau einer dieser Brote, die ihr so beim Bäcker definitiv nicht gekauft bekommt. Als erstes starten wir natürlich damit, indem wir unseren Sauerteig anzüchten. Diesen haben wir frisch aus dem Kühlschrank geholt und sollte mild säuerlich riechen. Zur Verwendung wird er nun natürlich gefüttert. Das Ganze in meinem Fall mache ich mit 40 Milliliter lauwarmem Wasser und auch 40 Gramm Roggenmehl, Typ L50. Bei einem bereits länger geführten Sauerteig kannst du die Veränderungen meist selbst gut einschätzen, weil du seinen typischen Geruch und auch sein Verhalten kennst. Wie du ihn dabei dann fütterst, ist natürlich voll und ganz dir überlassen und spielt letzten Endes für das fertige Brot überhaupt gar keine Rolle. Danach vermengen wir noch die Zutaten zu einer gleichmäßigen Masse. Mit einem Band markieren wir den aktuellen Stand des Sauerteigs, damit wir seine Volumenzunahme gut beobachten können. Dann decken wir das Glas noch mit einem Tuch ab und warten, so lange bis er deutlich an Volumen gewonnen hat. Das ist je nach Außentemperatur zwischen 2 und 6 Stunden. Diese Zeit nutzen wir optimal, um einen Autolyseteig vorzubereiten. Nach etwa einer Stunde geben wir dann 340 Milliliter lauwarmes Wasser und 150 Gramm Roggenmehl Typ L50 in eine Schüssel. Dem gefolgt sind 350 Gramm Weizenmehl Typ 1050. Da ich ja weiß, dass einige von euch lieber mit Dinkelmehl backen. Dies kannst du natürlich genauso austauschen und verwende problemlos das Dinkelmehl 1050. Hier musst du nur bei dem Kneten ein wenig aufpassen, aber das erkläre ich gleich noch. Im Anschluss wird das Mehl mit dem Wasser einfach nur glatt verrührt. Das reicht voll und ganz. Durch die Autolyse kann das Mehl dann das Wasser in Ruhe aufnehmen. Gleichzeitig beginnt sich das Klebegerüst bereits wie von selbst zu entwickeln. Dadurch lässt sich der Teig später leichter verarbeiten und das Brot erhält oft eine bessere Struktur und noch ein intensiveres Aroma. Wie du siehst, reicht es, einen sehr groben Teig herzustellen. Und zum besseren Nachvollziehen zeige ich dir das in erhöhter Geschwindigkeit. Den dänischen Schneebesen brauchen wir nun einfach nur vom Teig zu befreien. Ich finde ihn übrigens optimal für Brotteige und finde, dass die Anschaffung sich sehr lohnt. Und mit Hilfe eines Teigschabers raffen wir den Teig nochmal in der Schüssel zusammen und lassen die Schüssel abgedeckt für etwa 60 Minuten quellen. Bei kühleren Temperaturen ginge das sogar auch für 2 bis 4 Stunden. Man kann gut sehen, dass der Sauerteig sich inzwischen verdoppelt hat und wir kommen zur Herstellung des Hauptteigs. Heute arbeiten wir mal mit der Knetmaschine und richten uns die Schüssel. Dort kommt dann der Autolyseteig hinein. Das Mehl hat sich richtig schön festgesaugt. Wunderbar. Dann kommt er ohne weiteres auch in die Schüssel. Damit das Brot auch länger frisch bleibt und nicht austrocknet, gibt es einen Esslöffel Olivenöl. Das hier ist noch selbstgemachtes Bärlauchöl. Hierbei geht aber auch fast jedes andere Öl. Und noch ein interessanter Hinweis, der sogenannte Rauchpunkt eines Öls ist beim Brotbacken deutlich weniger entscheidend als beispielsweise beim scharfen Anbraten in der Pfanne. Und für den richtigen Geschmack gibt es nun 12 Gramm Salz. Meines ist selbstverständlich rieselhilfefrei. Mein gesamtes Arbeitsmaterial und auch alles andere verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Und ein Bauernbrot muss natürlich kräftig schmecken, deswegen gibt es 1 bis 3 Teelöffel Brotgewürz. Welche Menge du bevorzugst, kannst ganz alleine du selbst entscheiden. Und nun brauchen wir unseren gut aufgegangenen Sauerteig. Wir rühren ihn erst noch durch und dann kommen davon 150 Gramm zu den restlichen Zutaten hinein.
Nebenbei erwähnt, früher wurde nur einmal die Woche Brot gebacken, deshalb mussten die Brote lange haltbar sein. Die kräftige Kruste und die Verwendung von Sauerteig waren dafür ideale Voraussetzungen. Den Stand des Sauerteigs markiere ich noch mit dem Bändchen. Ich finde das besonders praktisch, da ich hier den Tag und die Uhrzeit genau einstellen kann. Reinige den Glasrand und dann kann er bis nächste Woche in den Kühlschrank gehen. Der Teig kommt als nächstes in die Küchenmaschine, wird dort festgeklemmt und kann für 10 Minuten geknetet werden. Solltest du allerdings Dinkelmehl genommen haben, reduziere die Zeit bitte auf die Hälfte. Denn bei Dinkel ist weniger oft mehr, da das Klebegerüst empfindlicher ist als bei Weizen. Nach Ablauf der Zeit kann einfach die Küchenmaschine vom Teig befreit werden. Das geht am einfachsten mit feuchten Händen. Dann können wir den Teig auch ein wenig zusammenraffen in der Schüssel. Einfach das, was ein bisschen weiter oben ist, nach unten schieben. Einen Deckel auf die Schüssel drauf. Und dann kann der Teig für 1,25 Stunden stehen gelassen werden. Nun legen und falten wir den Teig einmalig. Das geht am einfachsten mit feuchten Händen. Damit legen wir das Glutengerüst neu. Und dabei spielt es keine Rolle, ob du Weizen- oder Dinkelmehl verwendest. Dann decken wir die Schüssel ab und lassen den Teig nochmal für gute 2 bis 2,5 Stunden liegen. In dieser Zeit kannst du ihn noch einmalig legen und falten, denn jeder Teig kann das eigentlich gut vertragen. Nachdem der Teig nun insgesamt etwa 3 Stunden in der Schüssel fermentiert hat, können wir unsere Arbeitsfläche leicht bemehlen und geben dann auch den Teig darauf. Es sollte relativ einfach aus der Schüssel gehen und nicht mehr kleben. Dann bemehlen wir den Teig noch leicht von oben und stoben ihn auseinander. Der Einfachheit halber drehe ich den Teig immer ganz gerne und gebe noch etwas Mehl auf die Arbeitsfläche, so klebt er garantiert nicht darauf. Es sollte natürlich auch nicht zu viel Mehl sein, denn sonst habt ihr Mehlnester im Brot. Als nächstes schlagen wir ihn einfach ein, drücken ihn ruhig nochmal auseinander. Hierbei dürfen auch gerne größere Luftblasen ausgedrückt werden. Und das zeige ich euch natürlich in erhöhter Geschwindigkeit, so wird es hoffentlich nicht langweilig. Und dann drehen wir uns ganz locker flockig aus dem Handgelenk unseren Teigling. Einer der letzten Arbeitsschritte ist, unser Gärkörbchen zum Beispiel mit Roggenmehl zu bemehlen. Dann bemehlen wir nochmal den Teigling von oben und geben ihn mit der geschlossenen Rose nach unten ins Gärkörbchen. Ruhig nochmal bemehlen und zärtlich einstreichen, das kann er auf jeden Fall sehr gut vertragen. Nun wird der Teigling einfach abgedeckt und kann für die nächsten etwa 18 Stunden in den Kühlschrank kommen. Am Nachmittag des nächsten Tages holen wir den Teigling aus dem Kühlschrank. Mit dem Daumentest prüfen wir die Gare des Teigs. Geht die Delle langsam zurück und bleibt leicht sichtbar, ist der Teig backbereit. Springt sie sofort zurück, benötigt er noch welche. Bleibt sie bestehen, ist er in der Übergare. Dann heizen wir den Backofen auf 250 Grad mit gusseisernen Topf vor. Ich liebe ja das Backen mit gusseisernen Töpfen. Ich mache das mit meiner Lieblingsmarke von Krustenzauber, denn hier ist der Name wirklich Programm. Sobald der Backofen heiß genug ist, das ist meist nach 30 bis 45 Minuten, stürzen wir den Teigling mit Hilfe der Brotschlingen auf die Arbeitsfläche. Nun schneiden wir ihn noch ein, das Ganze in einem Muster deiner Wahl. Damit legst du nur die Ausbruchskante des Brotes fest. Die Schnitte sollten nur etwa 1 cm tief sein, mit einem Hauptschnitt und ein paar Nebenschnitte. Nun muss es schnell gehen. Wir holen den gusseisernen Topf aus dem Backofen. Entfernen den Deckel, legen das Brot mit Hilfe der Brotschlingen hinein,
Geben den Deckel wieder drauf und der Topf sollte zügig wieder in den Backofen. So hält er auch die Temperatur stabil. Nach dem Einschub reduzieren wir die Temperatur auf 200 Grad. So lassen wir das Brot dann mit Deckel 30 Minuten backen. Um das Brot dann auch möglichst knusprig auszubacken, wird nach 30 Minuten der Deckel entfernt. Hier kann man bereits sehen, wie das fertige Brot aussehen wird. Und nach einer Dreiviertelstunde kommt das Brot dann wunderbar wohlig duftend aus dem Backofen raus. Und riecht nicht nur herrlich, sondern sieht auch fantastisch aus. Sogleich führen wir dann die Klopfprobe durch, denn nur wenn sich das Brot hohl anhört, ist es durch und auch fertig gebacken. Und dann lassen wir es zum Auskühlen 1 bis 2 Stunden auf dem Gitterrost. So bleibt die Feuchtigkeit im Brot und kann nicht entweichen. Übrigens, direkt nach dem Backen dominiert häufig die Kruste. Erst nach einigen Stunden verteilen sich dann die Feuchtigkeit und Aromen gleichmäßig im Brot, worum der Geschmack dann noch runder und intensiver wird. Da ist dann das fertige Brot, schön knusprig von außen und auch weich von der Krume. Das kann man hier gleich sehr gut erkennen. Das Brot bleibt etwa 4 Tage frisch. Die Krume ist auch super gleichmäßig mit einer echt fantastischen Struktur. Genauso schmeckt's auch. Und was gibt's Besseres als ein vollmundiges Sauerteigbrot, beschmiert mit frischer Butter? Und ich wünsche dir nun viel Freude beim selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch! Herrlich.